Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Sonntagabend und wir geben euch den Wochenrückblick. Also nicht wir, eigentlich nur die Tina diesmal, oder? Ja, ich war unterwegs für euch und habe eine ganze Menge gemacht. Also eigentlich war sie nicht nur für uns unterwegs, sondern auch für das Auto. State Inspection. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind. Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Hi, I would love to have a state inspection. Inspection? Yeah, we'll get you right around. On 2 or 3? On 3. On 3? Yes. Okay, thank you so much. Do you mind if I open the door so I can scan the video? Of course. If we can get you right here behind that Tahoe, then we'll get you. Wonderful, thank you so much. Ihr werdet es kaum glauben. Auch in Texas braucht man einen TÜV. Naja, sowas Ähnliches. Es nennt sich State Inspection und unser County möchte, dass wir eine Abgasuntersuchung dafür machen. Dafür fahre ich in eine Werkstatt und habe keinen Termin und bin gespannt, wie das heute so abläuft. Naja, ich weiß es ja schon, aber ihr nicht und deswegen nehme ich euch mal mit, um zu sehen, wie das hier so funktioniert. Was ich total entspannt finde, ist, dass das hier eine Drive-Thru-Inspection ist. Also ich kann ganz bequem einfach sitzen bleiben, für euch das hier aufnehmen und die Jungs machen ihre Arbeit. Und die Wartezeit bis jetzt beträgt ungefähr 5 Minuten und das ohne Termin. Auch cool, oder? So, nach ungefähr 10 Minuten Wartezeit darf ich los. Very good, thank you. You're doing just the inspection, right? Just the inspection. Do you have that copy of your insurance on you? Okay, die Versicherung hatte ich jetzt leider nicht dabei. Das heißt, Andrea hat mir die geschickt per SMS, gar kein Thema, digital nehmen Sie hier. Das ist alles so unkompliziert, oder? Ich freue mich darüber immer. Also irgendwie rennt er jetzt doch noch um mein Auto und macht alles auf und wieder zu. Jetzt war der gerade an meinem Tankdeckel und hat da irgendwas dran gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ist, aber er steht wichtig an seinem Computer und guckt, welche Werte da irgendwie rauskommen. Ich habe keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen. $11? You can throw it in there, in the bottom. Yeah, I'm just going to ask you a question real quick. There you go. Wonderful, thank you. And let me get you that receipt. We'll get you out of here. Thank you. Also habt ihr mitbekommen, ne? $11,50 für eine State Inspection. Gut, da kommt jetzt gleich noch die anderen Kosten für den Aufkleber zu, aber das ist schon mal ziemlich cool. Ich soll jetzt noch ganz kurz auf meinen Receipt warten und dann kann ich auch schon weiter. And do you mind if I reach in there real quick? Let's see. Go ahead and turn it back off for me. And then with your, go ahead and start it back up one more time. This is not going to do it. No, because it's another inspection. They mean like the whole inspection. Oh, the whole thing, gotcha. Yeah. There is a receipt for you right there. Perfect. And then there's a state paperwork. Everything's Yes, okay. wonderful, thank you. Have a good one. Ja, das war sie, die State Inspection. Super schnell, oder? Jetzt haben wir so einen Wisch hier bekommen und diesen Wisch müssen wir online einreichen. Dann bekommen wir den neuen Aufkleber und dann sind wir wieder sicher für ein Jahr. So Leute, da hüpfe ich mal wieder rein hier. Also Tina ist gerade nach Hause gekommen von der State Inspection und hat mir hier diesen Wisch mitgebracht von der Firma Valvoline. Und die State Inspection hier war ja eigentlich nur der Abgastest, hat sie ja gesagt, und hat $11,50 gekostet. So, und die haben jetzt quasi in ihrem System hinterlegt, dass wir den Abgastest bestanden hatten. Und was ich jetzt machen muss, ist,
Jetzt muss ich hier diese Vehicle Registration Renewal Notice nehmen und muss ins Internet gehen, ne, auf texas.gov. Und da muss ich mein Kennzeichen auswählen und dann wissen die in dem Computer, okay, er hat gepasst, muss noch $78,25 bezahlen und dann schicken die mir den Sticker wieder für ein Jahr, den ich vorne auf den Auto kleben kann und damit ist der TÜV gemacht. Also $78,25 plus $11,50, das war die State Inspection und ihr wart live dabei. September ist Herbst auch in Austin und wir merken es daran, dass wir unser Haus umdekorieren und da wir umgezogen sind, passt die Deko nicht mehr so ganz in das neue Haus, beziehungsweise es sieht halt echt sehr wenig aus, was wir da haben. Also dachte ich mir, gehe ich neue Deko holen bei der Hobby Lobby und die muss ich euch zeigen. Da muss ich euch mal mitnehmen, weil das ist schon ein sehr, sehr, sehr geiler Dekoladen. Auf geht's in die Hobby Lobby. Ja, du siehst ja, ist bereits alles schon auf Herbst eingestellt dort oder noch auf Herbst eingestellt. Es ist sehr orange. Also Thema ist Kürbisse. Und das, obwohl wir noch gar nicht Herbst haben. Denn wir haben noch 36 Grad draußen und ich bin noch gar nicht in Herbststimmung. Naja, bei Football-Stimmung bist du schon, oder? Ja, Football geht ja immer. Also der Dekoladen ist wirklich der Knaller. Der schade, dass ich nicht mitkommen konnte. Ich gucke da gerne rum, denn die haben immer coole Sachen. Also das hier ist natürlich jetzt typischer Deko-Kram. Der interessiert mich jetzt nicht so doll. Dich schon, weil das ist deine Grundausstattung für das Haus, ne? Absolut, das muss so sein. Wir are very thankful und super blessed. Ja, wir sind total super blessed. Und wenn ich das sehe, ne, also jetzt mal ehrlich, es ist jetzt, wenn wir das aufnehmen hier, der September, ne, und es ist schon überall Weihnachtsdeko, Weihnachten, weiter. Aber der Clevere, der kauft jetzt ein, denn kurz vor Weihnachten gehen die Preise um. Abgedrehte Sachen da, oder? Absolut abgedreht. Ich meine, guck da mal, wer wird sich Hotdogs und Tacos und Sushi in den Weihnachtsbaum hängen? Bei dem Sushi habe ich überlegt. Naja, aber die Weihnachtsbäume, ihr habt ja immer mal gefragt, was kosten denn so Weihnachtsbäume? Und da seht ihr 129, ein kleiner oder ein ganz kleiner für fast $90. Da kommt übrigens überall noch Text drauf. Das sind Plastikbäume, ne? Also nicht, dass ihr denkt, da stehen jetzt echte Weihnachtsbäume. Ne? Die kaufst du dir einmal, wir haben auch so ein Ding übrigens, für oben und den kann man auseinanderklappen. Aber guck mal da, ganz kurz. $1.199. Ja, aber das ist ja eine Investition fürs Leben. Ne? Du kaufst den ja nur einmal, weil die sind ja so gute Qualität, die kommen auch gar nicht aus China. Genau. Und Süßigkeiten im Weihnachtsbaum ist in Amerika ein ganz, ganz großes Thema. Tatsächlich. Ganz viel Pastell, jedes Jahr und immer dieses Candy und Zuckerstangen und Donuts ist jedes Jahr. Das ist Plastik, ne? Muss man dazu sagen. Oh ja. Also die haben natürlich auch, also die Hobby Lobby an sich ist ja so ein Deko- und Bastelladen. Ne? Die haben natürlich auch ganz viel Bastelzeug da, neben dem Deko-Kram. Ne? Ja, absolut, aber momentan wirklich alles besteht aus Weihnachtsbäumen. Alles. Und furchtbar, guck dir mal den Kitsch an. Also das kauft doch keiner, oder? Oh. Und da merkst du schon, das ist christlich. Aber da sagst du am Ende ja noch was zu. Ne? Ja, genau. Es ist auf jeden Fall, also ich finde es süß. Ne? Und manchmal auch ein bisschen kitschig. Und manchmal? Wo ist denn da was nicht kitschig? Ja, guck mal, zum Beispiel hier Grinch. Das ist kitschig. Nee, Grinch finde ich mega witzig. Das sind Plastikfiguren. Nein, Grinch ist ein Riesenthema. Ist das auch in Deutschland ein Riesenthema? Nein, natürlich nicht. Nein? Nein, in Deutschland kennst du nur den Film, der Grinch, ne, und dann nicht. Aber die Deutschen kennen die Geschichte gar nicht um den Grinch. Ne? Also das ist ja du mit deinem Hello Kitty. Wahnsinn. Ja, Adventskalender. Adventskalender. Aber warum waren die eingepackt? Ich war ja nicht dabei. Damit du dann nichts klaust, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die waren so aufeinander gesteckt. Ja. Ne? Jesus is the reason for the season. Da legen die Wert drauf. Ne? Also jetzt hier, damit man auch noch mal weiß, wofür Weihnachten eigentlich ist. Das geht nämlich gar nicht um Kommerz. Nein. Wie ihr seht, ne? geht nur um Jesus. Genau. Und natürlich hier die, wie heißen die Teile? Nussknacker. Die Nussknacker. Ich bin mir sicher, dass wenn du da in das Ding eine Nuss reinlegst, geht der Nussknacker kaputt. Made in China, Taiwan, aber nicht für deutsche Nüsse. Ja, aber was du gerade gesagt hast, tatsächlich Hobby Lobby ist auch wirklich für alles Basteln und ganz viel Nähen. Also Anna hat sich da immer ganz viel Stoff gekauft. Ja. Ist das gerade eine Fußmatte gewesen mit dem letzten Abendmahl? Ja. Geil. Können wir bitte die Fußmatte haben mit dem letzten Abendmahl? Also, weißt du, die Gäste haben schon ein schlechtes Gefühl, wenn die sich die Füße abputzen müssen, auf dem Jesus sein Brot. Wahnsinn. Ja, oder hier Spielzeug. Es gibt auch eine ganze Menge Spielzeug, um die Kinder ruhig zu stellen, während Manni schön im Laden ist. So, jetzt kommen wir zur Männerabteilung. Da ist so...
Das ist geil, oder? Ich meine, das ist ein Klorollenhalter als Pistole. Das finde ich schon. Warum hast du mir den nicht mitgebracht? Ich möchte das bitte auf meine Wunschzettel haben. Ja, nee. Aber das ist schon cool. Ihr seht schon, wo es drauf hinläuft. Cowboys, Texas, kannst ja alles Cowboy-Stiefel irgendwie auf dein Regal stellen. Ja, das Motto ist Cowboy. Und natürlich hier Second Amendment, ne? Also hier niemand nimmt uns die Waffen weg, ne? Das kennen die Amerikaner ja nur sehr gut und da legen die großen Wert drauf, ne? Und God Guns Made America Free, da glauben die wirklich dran, ne? Absolut. Und das ist so die krassere Abteilung, ne? Alles über Second Amendment und über Patriotismus. Das ist übrigens der Grund, warum die so auf ihr Waffenrecht beharren. Ne? Denn die sind fest davon überzeugt, dass wenn die Regierung zu stark wird, dass man hier in so eine Diktatur oder was auch immer abrutscht. Ne? Also darum sagen die, wir haben alle Waffen, damit das nicht passiert, denn das Government kann uns das nicht wegnehmen. Und natürlich hier, ne? Thank you for your service. Ne? Also alle Branches des Military hier vertreten. Das ist übrigens ein Halter, den haben wir auch. Ja, für das Nummernschild am Auto. Ja, haben wir auch. Weißt du, ne? Ah ja, nee, wir hatten das andere, wir hatten das Blue Lives Matter. Ja, das wollen wir nicht sagen in diesem Video, damit YouTube das nicht schwert. Ah, okay. Okay, aber das hier schaut man zum Beispiel, das ist das, was André gerade sagte, davon hängen halt 1000 Poster da. Ich will unbedingt im Badezimmer ein Bild von Abraham Lincoln und von der Constitution of America. Ja, ich finde, das ist geil, weißt du, wenn du so am Scheißhaus sitzt und dann drückst du dir eine ab und dann kannst du die Constitution so in aller Ruhe lesen. Ja, das ist Hobby Lobby, also wirklich mega. War das Snoopy als Vogelscheuche? So, ihr Lieben, und natürlich bin ich fündig geworden. Ist ja auch kein Problem da, habt ihr ja gesehen. Das ist so überwältigend, so viel. Aber ich möchte euch so eine Besonderheit erzählen. Und zwar habt ihr bestimmt gesehen, dass es keine Halloween-Deko dort gibt. Und das in Amerika, obwohl Halloween so riesengroß ist. Das ist mit absoluter Absicht, weil das ist ein sehr christlich orientierter Laden. Die haben auch sonntags zu. Also genauso wie Chick-fil-A machen die auch am Sonntag zu, öffnen nicht, gehen in die Kirche. Und ihr habt ja auch an den ein oder anderen Deko-Sachen gesehen, dass sie schon sehr, sehr patriotisch sind, sehr christlich und sehr amerikanisch-republikanisch. Ja, das war die Hobby Lobby. Woran merkt man, dass sich der Oktober nähert? Überall sind deutsche Wochen und heute gucken wir uns die mal bei Aldi an. Ich erwarte diesmal ehrlich gesagt nicht ganz so viel, weil die im Central Market, die waren schon der Hammer. Aber ich meine, es ist Aldi, deutsches Unternehmen, sollte schon auch einiges bieten. Gehen wir mal rein. Das erste, was auffällt beim Aldi ist, du musst auch hier tatsächlich 25 Cent in den Wagen stecken, ganz wie in Deutschland. Na, die kommen jetzt erstmal mit in den Wagen. Und da haben die Deutschen tatsächlich schon alle Brezeln weggenommen. Nichts mehr da. Ich habe noch das letzte Päckchen abbekommen. Verrückt. Apfelstrudel habe ich auch mal wieder Lust drauf. Der kommt auch mit in den Wagen rein. Na, und die gute Linsensuppe, die muss natürlich auch mit nach Hause genommen werden. Und natürlich Erbsensuppe. Da wird sich Andres Herz freuen. Wir haben Butterkekse mit Schoko. Dann diese Jaffa Cakes. Und diese Waffeln. Lecker. Erinnert mich an früher. Müssen mit. Und das hier ist ja ganz, ganz typisch Aldi. Das kenne ich ja noch aus Deutschland. Auch hier diese Moser Schokolade. Und die ist mit 2,99 €. Weiß ich gar nicht, ob das teuer ist. Das müsst ihr mir mal sagen. Ist das teuer?
2,99 für die Moser-Schokolade. Die hier unten, die ist auf jeden Fall teuer mit 3,50. Bitte ich das, oder? 3,50? Teuer. So, jetzt haben wir die deutsche Ecke hier gefunden mit Potato Sticks, den Keksen. Oh, die Rolle muss mit. Die muss auf jeden Fall mit. Oh, guck mal, Flip. Das sind Flips. Die müssen auch mit. Weißer Spargel für Spargelröllchen. Die gehen natürlich nur aus dem Glas. Lecker. Haha, und das erinnert mich ans Oktoberfest. Natürlich muss das mit. Gebrannte Mandeln. Aber ob die wirklich besser sind als die von Buc-ee's, das wage ich ja zu bezweifeln. Sollte man vielleicht mal so ein Gegeneinander-Essen machen. Die Buc-ee's Pecans und dann hier die Mandeln. Die kommen mit. So, das war jetzt mein Einkauf. Ich finde, ich habe sehr viel gekauft, unterschiedlich, von Süßigkeiten. Das sind so Würstchen, Sahne, Pasta, Spargel im Glas, Marmelade und all sowas. Was glaubt ihr, was ich dafür ausgegeben habe? Und da. 67,84. Eigentlich gar nicht mal ganz so verkehrt, oder? Ja, das waren sie, die deutschen Wochen beim Aldi. Tatsächlich sehr enttäuschend, wie ich mir das schon vorgestellt hatte. Wer einmal im Central Market war und gesehen hat, wie die da aufgefahren haben, dann kann das hier nur enttäuschend sein. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Leckereien mitgenommen und vor allen Dingen so diese Klassiker von früher, diese Waffeln mit Schokolade und all sowas. Das ist natürlich schon ziemlich geil gewesen. Und der Preis. Also im Central Market habe ich durchaus sehr, sehr, sehr viel mehr Geld ausgegeben. Und was sagt er? War doch cool, oder? State Inspection live mit Tina. Oh Mann, ich habe mich wirklich so angestrengt, das auch wirklich von allen möglichen Perspektiven mal zu filmen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und wenn ihr nochmal zurückspult, ne, und auf den Typen achtet, der an dem Computer steht, der hat immer die ganze Zeit so geguckt, so, was macht die Alte da? Was macht die da? Ja, das war, ich glaube, für ihn war das ein bisschen komisch, dass ich das gefilmt habe. Aber mein Gott, war halt so. Und bevor ihr hier in die Kommentare schreibt, Hobby Lobby hatte doch Halloween-Sachen, weil wir ja gesagt haben, das ist so christlich. Also Kürbisse hat nichts mit Halloween zu tun, das ist Herbst. Ne? Halloween ist hier so Horrorfiguren und sowas, ne? Halloween ist hier sehr, sehr viel krasser als in Deutschland, was so vor allen Dingen dieses Gruseln angeht. Aber darüber werden wir auf jeden Fall bestimmt noch mindestens 12 Videos machen. Ja, da haben wir auch schon ein paar gemacht. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein hier Tinas Shoppingtouren. Und wir sehen uns wieder am Mittwoch mit einem etwas anderer Quasselrunde. Ja, seid gespannt. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. So ist das. Lachen ist gesund, sage ich nur. Bleibt dabei, schaltet wieder ein. Bis dann. Bis bald. Ciao.